Hi, schön, dass ihr wieder hier seid bei unserer Amazing Make-up School. Ich bin Svenja Nochmal. Ihr müsst jetzt einfach nur lachen. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Svenja, Inhouse Make-up Artist bei Amazingy und ihr seid hier bei der Amazingy Make-up School. Und mein heutiger Gast ist heute Maria die Lippe. Hallo. Ihr kennt sie vielleicht aus diversen Amazingy Lip Swatches, weil Maria einfach die schönsten Lippen hat im Büro bei uns. Und deswegen wollen wir auch heute mit Maria ein paar rote Lippenstifte testen, beziehungsweise ein passendes Dupe finden zu MAC's Ruby Roo. Bestimmt, die meisten von euch tragen gerne mal roten Lippenstift, du Maria auch, oder? Ja, gerne. Genau, deswegen bist du ja auch hier. Und die meisten kennen vielleicht auch Ruby Roo von MAC von euch oder haben ihn zu Hause. Und wir wollen jetzt ein perfektes Dupe, Ein natürliches Rot. ein passendes Rot. Eine natürliche Variante. Eine natürliche Variante, genau. Erstmal kurz, was so ein klassisches Rot ausmacht. Also der MAC Ruby Roo ist so ein neutrales Rot. Nicht zu kühl, nicht zu warm und passt einfach zu jedem Hautton, zu jedem Typ. Da kann man gar nichts falsch machen. Und der ist auch eher matt, oder? Genau, der ist matt, weil meistens will man ja, wenn man rote Lippen trägt, auch es eher ein bisschen matter haben. Sonst wirkt es zu vielleicht aufdringlich oder nicht klassisch, sondern ein bisschen billig. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu swatchen. Wir können ja mal beide einfach den hier uns das Original sozusagen auf dem Arm swatchen. Genau. Und beim Auftragen merkt man schon, der ist ziemlich Sehr stark pigmentiert, oder? Genau, stark pigmentiert, aber auch ziemlich matt und fühlt sich auch ein bisschen trocken an. Wir hoffen jetzt, dass wir bei unseren Dupes nicht dieses trockene Gefühl haben. Ich fange einfach mal an. Wir haben hier von Absolution die Nummer 8. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Ist auch sehr stark. Der ist auch super stark pigmentiert. Und sieht von der Farbe super ähnlich aus, also fast gleich. Ne? Genau, sieht sehr Ganz ähnlich dunkler, aus. Ist ein bisschen dunkler, ganz klein bisschen kühler. Aber ich finde, vom Auftragen fühlt der sich schon mal, der sieht zwar matt aus, ne? Ja, aber ich finde, der fühlt sich nicht so trocken an. Also der fühlt sich ein bisschen reichhaltiger an, was ja für die Lippen auf jeden Fall Sieht man auch besser ein ist. bisschen, glänzt auch ein ganz bisschen mehr. Also man sieht, dass mehr Pflege drin ist. Genau. So, als nächstes haben wir von RMS Rebound. Den probieren wir mal. Ja, der sieht von der Farbe auch schon sehr schön aus. Ziemlich ähnlich. Und der fühlt sich sehr weich an, wenn man ihn aufträgt. Genau, der fühlt sich ganz weich an. Ist sogar fast vom Ton noch ein bisschen eher. Und auch sehr stark pigmentiert. Dann haben wir hier noch von Kia Weiß das Kia Weiß Red. Na, da sieht man schon gleich, der ist vom Ton doch eher noch kühler. Also nicht ganz so. Und finde ich jetzt vom Auftragen auch nicht ganz so stark pigmentiert. Und als letztes habe ich hier, das ist kein Lippenstift, sondern ein Liquid Lip Paint von Hero. Und zwar in der Farbe Recode. Hat einen Applikator. Swatchen wir aber auch mal dazu. Ja, geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Der ist ein bisschen heller, oder? Der ist ein bisschen heller, genau. Also ein knalligeres, frisches Rot. So, jetzt haben wir uns hier alle 4 Farben oder beziehungsweise 5 mit dem MAC geswatcht. Und ich muss sagen, farbtechnisch gefällt mir der RMS Rebound am besten. Der ist irgendwie das, ja, fast nahezu perfekte Match. Und der sieht auch von der Mattheit ganz gut aus. Also natürlich muss man sagen, dass die alle nicht so matt sind wie der MAC. Aber das ist gar kein Problem. Ich zeige euch dann später, wie ihr den Lippenstift, wenn er euch nicht matt genug ist, wie ihr das machen könnt. Aber ganz klar muss ich auch sagen, alle unsere Lippenstifte fühlen sich viel besser beim Auftragen an. Also da merkt man schon, dass da auch Pflege drin ist. Und darum glänzen die halt auch ein bisschen Darum mehr, glänzen die natürlich auch. Aber was am Ende natürlich für unsere Lippen viel besser ist. Und genau, halten tun sie trotzdem genauso lange. Und mit 2, 3 kleinen Tricks kann man die auch noch matter machen. Deswegen würde, also ich, wenn ich jetzt farblich das passende Match aussuchen würde, würde den RMS Rebound nehmen. Was sagst du? Ist auch dein Favorit? Und
welchen ich finde, der danach noch relativ gut ist, ist den wir als zweites hatten. Das war der von Absolution. Genau. Ja. Der geht auch noch in die Richtung, aber der RMS ist auch mein Favorite. Genau. Dann würde ich sagen, wir probieren den mal aus und zeigen euch mal, wie wir den bei Maria schön auftragen, bei unserer Lippe. Das musstest du nochmal sagen, ne? Ja. Zum Glück haben wir uns ein bisschen sauber gemacht. Ja. Ich hole uns mal gleich hier unseren Power Make-up Entferner. Halten auf jeden Fall gut. Ich mach meinen Ärmel runter. Bevor ihr eure Lippen rot macht, beziehungsweise roten Lippenstift benutzt, ist es super wichtig, dass die Lippen vorher gut gepflegt sind, beziehungsweise auch am besten gepeelt. Und Marias Lieblingsprodukt ist dieses hier, ein Lippenpeeling von Henne, und zwar auch noch in Nordic Berry. Das benutzen wir ganz oft, weil wir Marias Lippen oft als Leinwand für unsere Lip-Swatches nehmen. Deswegen kennt Maria dieses Produkt schon in- und auswendig. Hat es auch schon mal gekostet versehentlich. Schmeckt gut, ne? Super. Sehr bärig. Ist ja auch besteht ja fast auch nur aus Zucker. Ganz wichtig, wenn ihr den Lippenstift auftragt, den Lipbalm dann vorher abtupfen, weil sonst ist die Lippe zu schmierig und der Lippenstift kann gar nicht richtig einziehen sozusagen und sitzt nur drauf und wird sofort verschmieren. Genau, aber Marias Lippen sind jetzt gut vorbereitet. Sie hat gepeelt, ganz früh heute Lipbalm rauf gemacht, also da ist jetzt kein Rückstand mehr. Und wir fangen jetzt an. Als erste Schicht fange ich an, die Farbe mit einem Lippenpinsel aufzutragen. Erstmal grob, dass wir die schön einarbeiten können. Und das geht mit einem Pinsel einfach viel besser. Man kann viel besser in die Rillen das Produkt einarbeiten. Maria hat jetzt auch noch ein Lippenpiercing. Da kann man dann mit dem Pinsel auch viel besser drumherum arbeiten. Wir ziehen uns erstmal so grob die Form. Und hier oben bei der Oberlippe ist es immer gut, mit diesem Lippenherz anzufangen, von einer Seite, von außen nach innen ziehen, die andere Seite. Man muss ein bisschen gucken, Maria hat jetzt zum Beispiel sehr helle Lippen. Da muss man schauen, dass man nicht zu schnell dabei ist, die Lippe zu groß zu malen. Die sind ja auch schon sehr üppig. So, erste Schicht. Dann kann man gleich ein bisschen abtupfen. Dazu teile ich hier so ein Kosmetiktuch. Braucht nicht zu dick sein, die Lage. So, und dann gehen wir gleich nochmal mit einer zweiten Schicht drüber. Und diese Technik könnt ihr 2, 3, 4 Mal machen. Das verlängert auf jeden Fall die Haltbarkeit vom Lippenstift. Also wenn ihr wollt, dass der Lippenstift den ganzen Tag hält, dann macht das ruhig ein paar Mal. Immer wieder abtupfen, immer wieder eine Schicht drüber. Ob ihr dann am Ende den Lippenstift dann direkt nochmal nehmt oder nur mit Pinsel, ist euch überlassen. So, machen wir noch einmal. Dann gehen wir jetzt nochmal am Ende genau ein bisschen öffnen den Mund. Nochmal einfach hier rüber. Direkt mit dem Stift. Ich tupfe den auch eher, als dass ich ihn verschmiere. So, und jetzt gehe ich nochmal an die Ränder. Jetzt musst du mal einmal so leicht lächeln. Genau, dann kann ich hier unten besser den Rand sehen und sehen, wo die Lippe endet. Wenn ihr große Lippen habt, passt auf, dass ihr nicht
zu stark über den Rand geht. Und wenn ihr eher kleinere Lippen habt, dann solltet ihr vielleicht ein Lip Pencil noch benutzen. Der sollte ungefähr das gleiche Rot haben, aber auf jeden Fall nicht heller sein bei kleinen Lippen, weil dann verkleinert ihr sie optisch noch mehr. Und mit dem Lip Pencil auch zum Schluss erst drüber gehen. So, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt ein bisschen irgendwo übergemalt oder die Form ist euch doch zu groß geworden oder nicht ganz gleichmäßig, dann könnt ihr natürlich zum Korrigieren mit eurem Concealer an den Rand gehen. Zwischendrin könnt ihr auch ruhig nochmal dann ein bisschen tupfen, gerade den Rand, dass kein überschüssiges Öl da ist. Dann lässt sich das auch ein bisschen besser korrigieren. Und wenn die rote Lippe jetzt so für den Alltag sein soll, dann sieht es sowieso besser aus, wenn es keine super harte Linie ist, sondern ein bisschen weicher. Deswegen guckt, wenn ihr am Ende korrigiert, dass euer Lippenpinsel nur noch ganz wenig Produkt drauf hat, damit ihr es nur ausbessert und nicht immer noch mehr Produkt am Rand ist, sonst verschmiert es wieder. Nehmt euch ruhig richtig Zeit. Um zu verhindern, dass die Ränder verlaufen, könnt ihr zusätzlich zu dem Abtupfen auch noch mit transparentem Puder ganz leicht über die Ränder gehen und über die Haut, die direkt an die Lippe angrenzt. Das nimmt auch noch mal ein bisschen überschüssiges Öl auf. It's like a time bomb. What? The classic red lip. Oh, siehst du, jetzt hast du schon einmal. Genau. So, und jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp, Maria, damit wir verhindern, dass deine Zähne gleich rot sind, bitte einmal den Finger in den Mund und einmal nach außen abziehen. So. Genau, deine Lippen um den Mund. Genau. Und jetzt hat Maria das überschüssige Rot an ihrem Finger und verhindert somit, dass das dann nachher an deinen Lippen. Achso, warte. Hier ein neues Tuch für dich. Genau, an deinen Zähnen klebt. Genau. Maria, jetzt erzähl mir doch mal, jetzt hast du den RMS Lipstick drauf. Wie fühlt er sich an? Wie findest du den? Wie fühlst du dich? Der fühlt sich gut an, weil man merkt ihn gar nicht so doll auf den Lippen. Also er ist nicht so fest, aber auch nicht zu schmierig. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch so trinken würde und so, dass ich nicht zu viel Farbe verlieren würde. Also es ist nicht so... Ich habe nicht das Gefühl, ich habe super viel Produkt auf den Lippen. So, also er wird jetzt auch nicht so fest klebrig oder so, sondern er hat so einen leichten Ballen drauf. Also fühlt sich auch pflegend an. Also er trocknet meine Lippen nicht aus. Darum fühlt sich gut an. Achso, ich habe den hier vergessen. Ach, was für schöne weiße Zähne Maria jetzt hat, oder? Das ist auch noch ein Vorteil von rotem Lippenstift. Aber kühlerem, der darf nicht zu warm sein, weil sonst wirken die Zähne gelb. Ich habe für euch jetzt auch nochmal den Absolution aufgetragen bei mir zum Vergleich. Ich weiß nicht, ob man jetzt so einen großen Unterschied sieht. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Lippenfarben. Es kommt auch immer darauf an, ist eure Lippe sehr hell oder eher schon selber dunkler pigmentiert. Dann wirkt der Lippenstift auch ein bisschen anders. Genau, ich musste auch ein bisschen einen Lip Pencil nehmen, um meine Lippen leicht zu vergrößern, weil die so klein sind und bei Rot dann ja noch so, so verkniffen aussehen. Und die roten Lippen könnt ihr zu einem tragen. Ich finde, bei Maria sieht es sehr schön aus, weil sie ja so ein bisschen sportlicher Typ ist und was ganz Schlichtes anhat. Und auch deswegen haben wir nichts weiter beim Make-up gemacht, nur ein bisschen die Augenbrauen, ein bisschen Wimperntusche. Sie ist ja eher jetzt so ein bisschen der Schneewittchen-Typ. Da finde ich, reicht das, braucht man nicht noch was. Ihr könnt aber, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht noch irgendwie ein bisschen mehr Rouge oder ein bisschen mehr was an den Augen, kann man das natürlich auch alles machen. Und dann seine rote Lippe tragen. Genau.
Ich hoffe, euch hat unser Tutorial gefallen und ihr könnt die Tipps und Tricks selbst bei euch anwenden. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr noch hier bei der Amazing Make-up School sehen und hören wollt. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Alle Produkte, die ich verwende und die wir hier zeigen, könnt ihr bei amazingy.com bestellen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob eine Farbe passt oder nicht, könnt ihr auch unseren Sample Service nutzen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Website. Außerdem haben wir noch unser Amazing Magazine. Da findet ihr tolle, spannende Artikel zum Thema Green Beauty, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und alle Links stehen unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!